Es herrscht dicke Luft zwischen CDU und FDP. Der Grund: das Abstimmungsverhalten der deutschen Abgeordneten bei der Wahl von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die 5 FDP-Abgeordneten im Europaparlament hatten von der Leyens Wiederwahl nicht unterstützt. Dafür hatte CDU-Chef Friedrich Merz die Liberalen dann scharf kritisiert. Die wiederum warfen der CDU eine Anbiederung an die Grünen vor. Mit der Wahl von der Leyens stellte sich Merz hinter die Pläne für das umstrittene Verbrenner ab 2035. Dafür stehe die FDP nicht zur Verfügung, so FDP-Fraktionschef Dürr. Und über all das möchte ich sprechen mit Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef im Bundestag. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Hallo, Frau Würzbach, grüß Gott. Also wenn man das zusammenfasst, CDU-Chef Friedrich Merz hat die FDP im Europaparlament kritisiert. Daraufhin wurde ihm von den Liberalen eine grüne Agenda vorgeworfen. Und Generalsekretär Carsten Linnemann hat aber klargemacht, eine Koalition der CDU mit den Grünen nach der Bundestagswahl im nächsten Jahr, die gibt es nicht, egal wer bei den Grünen beispielsweise Kanzlerkandidat wird. Sehen Sie das genauso? Ich sehe das ganz genauso. Wir wollen Technologie und keine Ideologie, und wir müssen raus aus der Verbotspolitik. Es braucht einen Politikwechsel in Deutschland, und ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen Politikwechsel mit den Grünen gestalten kann. Und von daher schließt sich das aus, dass man mit den Grünen eine Koalition machen kann. Jetzt haben die Grünen aber Ursula von der Leyen ja mitgewählt. Für die Grünen ist damit klar, ab 2035 wird es keine neuen fossilen Verbrenner mehr in Europa geben. Irgendjemanden muss man jetzt also enttäuschen, und desto länger dieser Streit geht, desto weniger Planungssicherheit gibt es. Also wie kann man dieses Dilemma lösen? Es gibt ja eine eindeutige Revisionsklausel, die schon vereinbart ist, und es gibt ja auch von Frau von der Leyen deutlich formuliert den Grundsatz, dass Technologieoffenheit hier auch herrschen muss. Technologieoffenheit ist bisher nicht vorhanden. Das heißt, das Verbrenner aus muss kippen. Wir werden alles daran setzen, auch im Europaparlament, dass das passiert. Ich glaube aber auch, dass bei den Regierungschefs inzwischen eine Stimmung im Europäischen Rat da ist, dass es sich hier um einen Fehler gehandelt hat, dieses Verbrenner aus in Europa zu beschließen, weil es nichts anderes macht, als dass es eine Technologie aus Europa raus vertreibt in andere Regionen der Welt. Damit wandert Wohlstand ab. Und wo wandert er hin? Nach China. Das kann man schlichtweg nicht wollen. Und deswegen muss man dieses Verbrenner aus schlichtweg kippen. Aus der SPD gibt es Spott für das Auftreten der Union. So hat Isabel Katmandori zu Bild gesagt, die Union ist als Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet. Das ist typischer Unionspopulismus. Erst Stimmung machen und dann doch nichts ändern. Was antworten Sie darauf? Das ist natürlich falsch, aber es wäre ja auch viel hilfreicher, wenn die SPD sagen würde, wie steht sie denn in der Frage Verbrenner aus? Ist sie bereit, mit uns den Weg mitzugehen, dass wir den Verbrenner langfristig auch erhalten, dass wir ihn technologieoffen erhalten, nicht nur was E-Fuels anbelangt, sondern auch vielen anderen Möglichkeiten, um schlichtweg auch weiterhin Forschung und Entwicklung in diesem Bereich betreiben zu können. Dazu braucht es einfach Sicherheit für die Automobilunternehmen in Europa. Wir wollen diese Sicherheit erreichen mit einer Entscheidung, dass der Verbrenner bleibt. Die SPD muss sagen, ob sie jetzt bereit ist, diese Entscheidung auch mitzugehen. Dieses Festhalten am Verbrenner, hat das auch etwas mit Nostalgie zu tun? Denn die Technologieoffenheit, wir haben es beispielsweise von VW gehört, da unterstützt man den Weg der EU jetzt, also auf E-Mobilität zu setzen und diese Ausnahme für E-Fuels dann auch noch beizubehalten. Es gibt immer wieder das Argument, wir haben es auch von Jens Spahn jetzt wieder gehört, dass so viele Jobs an dieser Branche hängen. Werden die auf Dauer dann nicht aber auch verschwinden, wenn man eben nicht jetzt einmal diesen Schritt geht, offen ist für die Technologie der E-Mobilität? Andere Weltmärkte, China beispielsweise, die USA, setzen auch auf Elektro. Naja, ich war gerade in den USA und war auf dem Parteitag der Republikaner und habe da deutlich gehört, wie mehrere Redner gesagt haben, es kommt unter keinen Umständen in die Frage, dass man den Weg des Verbrenner ausgeht, so wie das in Europa der Fall ist. Also auf der ganzen Welt wird es weiterhin Verbrenner auch geben. Und wenn wir sie nicht in Europa produzieren, dann werden sie eben in China produziert und von dahin in die ganze Welt außerhalb Europas exportiert werden. Das hat dann was mit Wohlstandsabhängigkeit
Abwanderung zu tun. Und Technologieoffenheit heißt doch nicht, dass man sich anderen verschließt. Selbstverständlich ist die E-Mobilität eine, die man unterstützen will. Ich halte es auch für falsch, dass die Prämien, die Förderungen für die E-Mobilität von der Ampelregierung gestrichen worden sind. Das braucht man, um den Hochlauf da zu organisieren. Aber deswegen darf man auf das andere schlichtweg auch nicht verzichten. Der Verbrennungsmotor ist bei weitem noch nicht am Ende seiner Entwicklungsstufen und wir wollen diese Entwicklungsstufen weiter mitgestalten als Europa. Und deswegen ist das Verbrenner aus und das Verbrennerverbot schlichtweg ein falscher Weg, ein Alleingang Europas, der nirgendwo anders auf der Welt mitgegangen wird. Sagt Alexander Dobrindt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und diese Einschätzungen Danke zum Ihnen. Verbrenner aus.